Also liebe Gabi Schmidt, Herr Landrat, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen keine so schönen Bilder machen, ich habe auch keine PowerPoint-Präsentation dabei, ich kann Ihnen nur ein paar Erfahrungsberichte aus der Oberpfalz, insbesondere aus dem Landkreis Tirschenreuth geben. Sie haben ja in den vorhergehenden Referaten gesehen, dass der Landkreis Tirschenreuth einer der Schwerpunkte des Fischotters ist. Wir hatten die ersten Hinweise auf den Fischotter bekommen von polnischen Kollegen, die bei uns zu Besuch waren. Das ist jetzt ungefähr 8 Jahre her. Die haben gesagt, da ist ein Fischotter. Ich habe dann gesagt, Männer, das könnt ihr vergessen, bei uns gibt es keine Fischotter. Die haben mir aber dann erklärt, dass der Fischotter da den Bau hat und da seinen Hauptwohnsitz hat, und beim Abfischen mussten wir das dann auch irgendwie bestätigen, weil doch relativ viele Fische ohne erkennbaren Grund gefehlt haben. In dem Verlauf der letzten 8 Jahre hat sich der Fischotter dann bei uns exponentiell vermehrt. Wir haben zu Beginn dieser Geschichte mit auch etlichen Naturschutzfachleuten, da hat es eine Dame gegeben von einem Projekt Otterfranken, die wollte unbedingt, dass der Otter sich in Franken und auch der Oberpfalz ansiedelt. Die hat uns dann erzählt, ein Otter braucht 50 Quadratkilometer Lebensraum. Dann habe ich gesagt, ja gut, das ist kein Problem, dann macht es 2 Otter im Landkreis Tirschenreuth, die werden wir vermutlich durchfüttern können. Das hätten wir auch geschafft, bloß bei den 2 Ottern ist es bedauerlicherweise nicht geblieben. Mittlerweile ist der Landkreis Tirschenreuth flächendeckend mit Ottern besetzt. Wir haben letztes Jahr eine Schadenssumme von 80.000 Euro gehabt. Da muss man dazu sagen, dass erstens nicht alle Kollegen ihre Schäden melden. Zweitens muss man dazu sagen, dass Kleinstteichwirte in dieser Schadensaufstellung gar nicht erfasst werden. Also gerade diese bayerische Teichwirtschaft in Franken ist das, glaube ich, noch etwas kleinteiliger, ist ja geprägt von Betrieben, die zum Teil unter 1 Hektar Fläche bewirtschaften, die werden bei dieser Geschichte weder erfasst noch entschädigt. Also auch das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Und es ist ja nun durchaus erfreulich, dass es diesen Otter-Management-Plan gibt, wobei ich, wenn ich das Wort Management von Tierarten höre, dann stellen sich meine Nackenhaare ziemlich heftig auf, weil ich eigentlich kein Verständnis mehr dafür habe, dass die Teichwirte oder insgesamt auch die Landwirtschaft ständig mit irgendwelchen Managementprojekten konfrontiert wird, und diese Tiere sind heute beim Otter, aber es gibt noch ein paar andere Tierarten, die ernähren eine Heerschar von Biologen und Fachgutachtern und so weiter und so weiter. Hat man gelegentlich schon Zweifel, ob das alles so ganz vernünftig ist, wobei es ausdrücklich betonen möchte, dass ich den Otter-Management-Plan durchaus begrüße, und insbesondere begrüße ich die Arbeit der Otterberater. Wir haben das große Glück gehabt, dass die beiden Otterberater jeweils Fischwirtschaftsmeister sind. Sie sind sehr praxiserfahren und auch sehr die Sprache der einfachen Teichwirte sprechen, also die verstehen die Leute, die können die Sorgen und Nöte auch aufnehmen. Lösen können sie es natürlich nicht, und auch diese Geschichte Entschädigung, Präventionsmaßnahmen, das löst die Probleme nicht. Also diese Präventionsmaßnahmen, sprich Einzäunung, bei einem kleinen Forellenteich sicherlich noch machbar und diskussionsbedürftig, bei einem Karpfenteich außer jeder Diskussion. Wir haben es durchgerechnet im Landkreis Tirschenreuth, ein Hektar hat 400 Meter Außenfläche, das Hektar kostet 100 Euro, der laufende Meter Zaun kostet 100 Euro, das sind 40.000 Euro Zaunkosten pro Hektar. Selbst wenn Sie 50% Zuschuss bekommen, bleiben 20.000 Euro an Ihnen hängen. Das verdient ein Teichwirt vermutlich im ganzen Leben an diesem Teich nicht. Also was macht er? Er wird die Produktion in diesem Teich einstellen. An dieser Schwelle sind wir in der Oberpfalz bereits. Wir haben im Bayerischen Wald im Landkreis Cham bei den kleinen Forellenteichen Nutzungsaufgaben von 50%, teilweise sogar darüber. Wir haben jetzt
durchaus auch Karpfenbetriebe, die nicht mehr bereit sind, ihre Teiche zu bewirtschaften. Das wittern wir im Augenblick dadurch, dass das VNP eine Förderung für den vollständigen Nutzungsverzicht hergibt. Da bekommen sie dann 540 €, glaube ich. Das ist natürlich eine staatlich geförderte Vernichtung von Teichen, darüber muss man sich auch klar sein. Und dann kommt diese Entschädigungsgeschichte, die ist grundsätzlich positiv und würde auch helfen, wenn das Problem überschaubar wäre. Wenn aber diese Schäden jedes Jahr wiederkommen, dann wird die Entschädigung irgendwann nicht mehr ausreichen. Und sie werden vor allem keinen jungen Menschen dazu bringen können, Teichwirtschaft zu erlernen, einen teichwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen, wenn er nur die Lebensperspektive hat. Du kannst dich das Jahr über abmühen, ernten wirst du relativ wenig, weil das Kormoran und Otter fressen, aber du kannst ja dann zum Staat gehen und eine Bitte äußern, dass der Staat dich alimentieren möge. Da kann man erstens einmal, mein Vertrauen zum Staat ist nicht so ganz ausgeprägt, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich glaube nicht, dass irgendein 25-jähriger geistig und körperlich aktiver junger Mensch sagt, jawohl, das ist meine Lebensperspektive. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen wird es mittelfristig so kommen, dass größere Teichflächen brachfallen werden. Sie haben in Mittelfranken ein bisschen das Glück, dass sie eine völlig andere Struktur der Teiche und der Teichlandschaft haben. Wir haben in der Oberpfalz den Fakt, dass wir riesige Teichgebiete haben, 600, 800, 1000 Hektar Teiche umgeben von 10.000 Hektar Wald. Da gibt es keine Straße, kein Dorf, kein gar nichts. Das ist natürlich für den Otter noch wesentlich attraktiver als die überschaubaren Teichgruppen des Aischgrunds, die in der Regel an Besiedlung grenzen. Wenn aber die Otterdichte so weiter steigt, wie in den letzten Jahren es bei uns der Fall ist, dann wird der Otter auch nach Mittelfranken kommen und wenn der Otter Hunger hat, wird er Fische fressen. Also der Fuchs überwindet auch die Scheu und geht dann ins Dorf und geht in den Hühnerstall und das wird der Otter auch machen. Das ist extrem schwierig. Bei uns haben wir dann auch noch das Problem, dass der Otter besonders gerne große Fische frisst. Also wir haben durchaus Fälle gehabt, dass der Otter 10 Kilo schwere Leichtkarpfen tötet. Fressen tut er sie nicht, weil er frisst meistens nur an der Kehle relativ geringe Mengen Fleisch, etwas Innereien. Durch unseren außerordentlich dichten Schwarzwildbestand merken Sie aber kaum etwas von diesen toten Fischen. Also die sind über Nacht dann weg, es kommt die Wildsau, es kommt der Fuchs, es kommen sonst auch die Dachse nehmen es ganz gern. Wir haben das auf den Wildkameras relativ gut dokumentiert, dass hinter dem Otter meistens der Fuchs herläuft oder die Wildschweilrotte oder irgendein anderer Sekundärnutzer für diese Otter erbeuteten Fische. Deswegen ist es auch wahnsinnig schwierig für den Laien, zunächst einmal diese Otterschäden festzustellen. Wir haben das am Anfang auch nicht mitbekommen. Sie sehen fast nichts, es liegen mal ein paar Schuppen rum, aber es ist unspektakulär. Sie sehen halt dann im Herbst, dass sie nur noch 20%, 40% irgend sowas abfischen. Und die Erfahrung lehrt, je kleiner ein Teich ist und je dichter besetzt, desto stärker wird er natürlich vom Otter belastet. In großen Teichen hat der Fisch speziell im Sommer eine einigermaßen gute Fluchtmöglichkeit. Also ich habe persönlich letztes Jahr einen Teich, es ist ein relativ großer Teich mit 3 Hektar, hatten wir viele Karpfen, die Otterbisse im Schwanz hatten. Also die Fische sind offensichtlich doch zu schnell gewesen. Er hat sie dann nur noch am Schwanz erwischt, als Speisefisch noch zu gebrauchen. Ich persönlich mache aber Fischbesatz für Angelvereine, da sind so beschädigte Fische dann auch nur noch außerordentlich schwer absetzbar. Insgesamt glaube ich, dass wir da vor einer existenziellen Herausforderung für die Teichwirtschaft stehen und ich kann mir im Augenblick auch keine Lösung vorstellen. Dass die Entnahme natürlich kommen muss, ist eine Binsenweisheit. Die Entnahme heißt aber nicht, dass der Otter schon entnommen ist. Die Frau Thiel, auch der Herr Dr. Wagner haben das ja sehr eindringlich geschildert. Der Otter ist sehr scheu, ist sehr schlau. Also Otter zu beseitigen mit Fallen oder sonstigen Maßnahmen wird sehr, sehr schwierig. Die Österreicher haben das ja erlaubt. Ich
kenne die österreichischen Verhältnisse relativ gut, weil ich die Kollegen ganz gut kenne. Dort ist es zwar jetzt erlaubt, aber deswegen ist das noch nicht geschehen. Und die Frau Thiel hat es auch sehr gut dargestellt, dass der Otter ja nicht nur ein Problem der Teichwirtschaft ist. Bei uns in diesen großen Teichgebieten, das ist ein FFH, Naturschutzgebiet und alles, was da so kreucht und fleucht in der Waldlaubaue ist geschützt. Der Otter frisst Moorfrösche, der Otter frisst Schlangen, also nicht Kreuzottern, wie heißen die anderen? Ringelnattern, die ja relativ gerne im Wasser leben. Also all diese geschützten Tierarten sind vor dem Otter nicht sicher, und da wo der Otter ist, gibt es auch keine Wasservögel mehr. Also bei uns ist in den großen Teichgebieten, wenn Sie eine Ente sehen, ist eine mittlere Sensation, weil der Otter die Gelege kaputt macht, weil der Otter die jungen Enten frisst und insgesamt die Ökologie dieser Gebiete völlig vernichtet. Also das ist dann letztlich auch aus meiner Sicht ein Abwägungsproblem. Was will man? Will man diese artenreichen Regionen in der Landschaft erhalten und natürlich auch diese tausendjährige Kultur der Teichwirtschaft? Also mir blutet da das Herz, wenn man sagt, wir vernichten jetzt in relativ kurzer Zeit etwas, was unsere Vorfahren 1000 Jahre lang gehegt, gepflegt, geschaffen und erhalten haben. Aber eine Lösung kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ich kann Ihnen nur berichten, wenn Sie einen Otterbestand haben in der Dichte wie im Landkreis Tirschenreuth, dann gute Nacht, Aischgrund.